Hi, hier ist Alice und das ist mein Fazitvideo zu meiner 15-Tage-Keto-Diät-Challenge. Falls ihr die Challenge-Videos verpasst habt, findet ihr diese in meinen Shorts bzw. Reels. Wie ich bereits im letzten Video erwähnt habe, wollte ich die Diät ursprünglich viel länger machen, und zwar einen ganzen Monat. Darauf komme ich später noch zurück. Erstmal beantworte ich die Frage, warum habe ich überhaupt mit der Keto-Diät angefangen? Hauptsächlich gab es 3 Gründe. Erster Grund, ich bin in den letzten Jahren ziemlich wetterabhängig geworden. Das hat mich bei mehreren Dingen gestört. Zum Beispiel war ich beim schlechten Wetter einfach langsam und weniger produktiv. Zweite, Müdigkeit. Generell fand ich meine Müdigkeit nicht so gut und dass ich keine Ursache feststellen könnte. Und wie man weiß, macht eine gute Ernährung viel aus. Dritter Grund. Es gibt außerdem genug Studien, die Verbesserungen bei Entzündungsmarkern und Stoffwechselwerten während der ketogenen Diät zeigen. Laut einigen Studien aktiviert Ketose auch bestimmte Immunzellen, was ebenfalls sehr interessant ist. Was das Thema angeht, bin ich nicht neu hier, da ich tatsächlich schon Erfahrungen mit der Keto-Diät gemacht habe. Dabei waren die Ergebnisse für meinen damaligen Zustand ziemlich gut. Diesmal wollte ich aber gezielter und strukturierter damit umgehen, um die täglichen Veränderungen nachvollziehen und verfolgen zu können. Mir war auch klar, dass eine dauerhafte ketogene Ernährung nicht möglich und nicht unbedingt gut ist. Für das Experiment fand ich aber so eine Umstellung wert. Gestartet habe ich mit einem 30-Tage-Plan. Um einfacher und schnell in die Ketose zu kommen, habe ich in den Tagen vor dem Anfang eine Low-Carb-Diät gemacht. Dann habe ich versucht, die folgenden 3 Tage unter 30 Gramm Netto-Kohlenhydrate zu bleiben. Aufgrund meiner vorherigen Erfahrung wusste ich bereits, was auf mich zukommt. Morgendlicher Hunger, Dehydration und mögliche Schlafprobleme. Aber das geht nach der Anpassungsphase weg. Nach dieser Zeit habe ich mich tatsächlich sehr gut und fit gefühlt. Auch die Energie hat mir bis zum Ende des Tages gereicht. Ich hatte wenig Hunger, war immer konzentriert und meine Laune war deutlich besser. Nach 1,5 Wochen war mir klar, dass ich mich zwar gut fühle, aber die Wetterabhängigkeit bleibt bestehen, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß wie zuvor. Anscheinend liegt das nicht nur an der Ernährung, sondern es gibt auch andere Ursachen, die ich noch herausfinden muss. Mein Körper bekommt viel weniger Vitamine und das fand ich an zu spüren. Normalerweise esse ich viel mehr Früchte und diese in der Keto-Diät beizubehalten ist natürlich nicht so gut möglich. Auch deswegen wird die Keto-Diät nicht für zu lange Zeit empfohlen. Meine Lust auf typische ketogene Produkte ist auch nicht mehr so stark. Da ich tatsächlich kein großer Fan von Fleisch bin, fällt es mir schwer, jeden Tag so viel davon zu essen. All diese Punkte haben mich dazu gebracht, das Konzept nochmal zu überdenken. Die Keto-Diät zeigt beeindruckende Ergebnisse in ziemlich kurzer Zeit. Das liegt vor allem daran, dass der Körper kurzfristig unter Stress gesetzt wird und seinen Stoffwechsel komplett auf Fette umstellen muss. Das kann auch alle anderen Systeme reaktivieren bzw. neu starten und ist auch für den ganzen Organismus von großer Bedeutung. Allerdings kann eine solche extreme Art der Ernährung nicht als eine langfristige Lösung angesehen werden. Das spürt man auch deutlich. Ich finde diese Erfahrung immerhin interessant und wertvoll. Manchmal ist eine radikale Umstellung notwendig, um seinen Körper durchzuschütteln. Aber das Wichtigste ist, auf sich selbst zu hören und die innere Balance zu bewahren. Dafür ist auch entscheidend, dass die Ernährung ausgewogen und nährstoffreich bleibt. Unser Körper ist ein interessantes und geheimnisvolles System, mit dem ich mich weiterhin beschäftigen werde, um herauszufinden, was man tun kann, um sich gut und glücklich zu fühlen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Ernährung gemacht habt, ob ihr verschiedene Ernährungsmodelle ausprobiert habt und ob das Thema für euch generell interessant ist. Ich freue mich auf eure Likes und euer Feedback und bis bald!